Vielfalt ist eine Realität und es ist wichtig, das allen Kindern zu vermitteln, dass jedes Kind, so wie es ist, richtig ist, mit seiner Familie und dazugehört. Spielmaterialien ist deshalb wichtig, damit alle Kinder sachlich richtige Botschaften über die Welt bekommen. Beispielsweise, wenn wir jetzt uns Kitas angucken, sind Kitas ja Bildungseinrichtungen, Schulen sind Bildungseinrichtungen und die haben natürlich den Auftrag, Kinder das Weltwissen zur Verfügung zu stellen und die gesamte Vielfalt der Welt abzubilden. Spielmaterialien sind ein Medium, mit dem sich Kinder die Welt aneignen, indem sie nachspielen, was sie erleben in der Welt. Also Kinder schließen ja daraus, was in Spielmaterialien abgebildet ist, was zählt. Wenn nicht die gesamte Vielfalt abgebildet ist, dann bekommen Kinder, die mit ihren Vielfaltsaspekten, die sich nicht wiederfinden in den Materialien, die sich mit ihren Familien nicht wiederfinden, bekommen die Botschaft oder Kinder schließen daraus, das ist nicht so wichtig, das gehört nicht richtig dazu, weil wenn es wichtig wäre, würde es auftauchen. Also das Kind, das beispielsweise Arabisch mit seiner Familie spricht, taucht nicht auf in einem Sprachspiel. Also das ist die Botschaft, die die Kinder von sogenannten marginalisierten Gruppen bekommen. Also sie erleben noch einmal neu die Ausgrenzung. Ziel ist ja auch, dass zum einen, dass die Kinder die Welt in ihrer gesamten Vielfalt kennenlernen und dass Kinder Vielfalt als eine Realität wahrnehmen, weil die Gesellschaft ist einfach so. Ne? Die Gesellschaft war immer vielfältig und wird immer vielfältig sein. Behinderung ist ein Aspekt, der viel zu wenig auftaucht bei Spielmaterialien, sowohl in Puzzle als auch bei Puppen. Ein anderes Beispiel sind Sprachspiele. Ne? Zu welchen Sprachen gibt es das? Also auch da gibt es zu wenig Vielfalt. Menschen, die dem globalen Süden zugeordnet werden, ist es so, dass die häufig, aus der Zeit, also nicht in der Moderne dargestellt werden, ne, sondern mit traditioneller Kleidung. Aber die Leute tragen genauso Shorts, Mini-Kleider oder Jeans oder was auch immer. Also das ist auch wichtig. Auch, dass Menschen mit technischen Geräten dargestellt werden. Wichtig ist bei der Auswahl sowohl für Eltern, Fachkräfte, Bezugspersonen von Kindern ist dieser diskriminierungssensible Blick. Also so zum einen zu gucken, ist die reale Vielfalt der Gesellschaft, ist die abgebildet in diesem Spiel oder ist es einseitig? Dann wäre zu gucken, dass es keine überzeichneten Merkmale gibt. Also oft sind Darstellungen abwertend, indem sie äußerliche Aspekte von Menschen überzeichnen. Über diese Spielmaterialien kommt eine gegengesetzte Botschaft, eine Botschaft, die sie stärkt. Ich bin richtig, ich gehöre dazu, weil ich auf diesem Puzzle abgebildet bin, so wie ich mit meiner Familie lebe. Es geht darum, dass alle Kinder die Botschaft bekommen. Jedes Kind, jeder Mensch ist so, wie er, wie sie, wie der Mensch ist, richtig.